Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bike Ergonomics, deinem Vlog rund um das gesunde und komfortable Radfahren. Heute mit dem Thema die richtige Haltung auf dem Fahrrad. Wie geht das genau? Radfahren liegt total im Trend. Zwar gibt es bereits zahlreiche Videos, wie ihr euer Fahrrad richtig einstellen könnt, auch auf unserem Kanal, aber das Thema richtige Haltung auf dem Fahrrad kommt dabei immer etwas zu kurz. Das wollen wir heute nachholen und zwar wollen wir euch heute zeigen, wie ihr auf eurem Fahrrad für mehr Effizienz und für mehr Komfort sorgen könnt, ganz einfach mit der richtigen Haltung. Kim, hallo und herzlich willkommen. Hallo Jan-Philipp, hallo zusammen. Du bist mal wieder unser Experte. Warum ist denn die richtige Haltung auf einem Fahrrad so unglaublich wichtig? Ja, man kann natürlich das Rad richtig einstellen, aber das reicht oft nicht. Ich habe oft auch beim professionellen Fitting die Rückmeldung, dass nach der Einstellung die Leute sagen, ja, da bleiben noch zum Beispiel Schmerzen im Rücken oder verspannte Nackenmuskulatur. Und wenn ich dann genau hingucke, dann sehe ich auch, dass die Haltung noch nicht stimmt. Und das ist etwas, das kann man ganz aktiv beeinflussen. Und das ist natürlich sehr schön, weil man damit dann diese Beschwerden los wird, man kriegt die Kraft richtig aufs Pedal und ihr fühlt euch einfach viel, viel wohler. Wie sieht das denn mit E-Bikes aus? Die liegen jetzt total im Trend, beziehungsweise S-Pedelecs und Pedelecs. Was sagt man da oder was sagst du als Experte da? Ist da die Haltung besonders wichtig oder ist sie da eher weniger wichtig? Man könnte meinen, dass das nicht so wichtig ist, weil ja der Motor so schiebt. Aber du trittst ja trotzdem. Ohne Treten funktioniert das Fahrradfahren nicht. Auch beim Pedelec. Daher ist es da genauso wichtig. Ich würde sogar sagen, dass das für diese Leute oft viel wichtiger ist, weil das sind oft Quereinsteiger, Leute, die wieder neu anfangen, Rad zu fahren, die sind noch gar nicht so trainiert. Das heißt, die Rückenmuskulatur ist noch nicht so angepasst, die Nackenmuskulatur noch gar nicht. Auch die Haltung insgesamt ist noch suboptimal, würde ich sagen. Okay, das kann man jetzt ändern. Und zwar wollen wir euch jetzt zeigen, wie das geht. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an dem Problempunkt Nummer 1 an, der Rücken. Was kann ich da beachten? Ja, der Rücken, der ist natürlich ganz zentral für die Haltung, egal ob ihr steht oder auf dem Fahrrad sitzt. Und ihr habt das vielleicht schon selber gesehen. Ja, gerade an anderen sieht man das immer viel besser als an sich selber. Da sitzen Leute wirklich wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Ja, der Kopf ist eingezogen, die Schultern sind hoch, der Rücken ist ganz krumm. Und die Leute haben nach einem Kilometer schon Beschwerden. Und dann kann man sich natürlich weiter quälen oder man ändert das. Und gerade der Rücken, der sollte schön gerade gehalten werden, auch auf dem Rad, nicht nur im Stehen. Und ihr seht das auch, man kann den Rücken rund machen oder auch schön gerade. Wir haben das hier auf dem Bild idealerweise, also der Rücken ist schön gerade, man sieht hier, die Schultern sind auch entspannt, der Kopf sieht ganz entspannt aus und die richtige Sattelposition, die ist auch sehr elementar für diese richtige Rückenhaltung. Wenn nämlich hier vorne der Sattel zu viel Druck in die Weichteile ausübt, dann kann man auch oft den Rücken nicht gerade halten. Man weicht dann aus, hier vorne kriegt man Druck und man weicht dann ein bisschen aus. Ihr seht, was passiert, der Rücken wird dann ganz rund. Und das ist natürlich keine bequeme Haltung. Okay, du sagst, ich soll die Muskulatur aktivieren, um einen geraden Rücken zu erhalten, zu beeinflussen. Aber aktivierte Muskeln, führt das nicht auf Dauer zu einer Verspannung im Rücken, also dementsprechend dann wieder zu einer Verschlechterung? Ja, wenn ihr den Rücken zu sehr anspannt, wenn ihr sozusagen übergerade drauf sitzt, dann kann das passieren. Also spannt den Rücken mal kurz an, achtet mal drauf, den Rücken ganz gerade zu halten und entspannt dann wieder. Ja, ich sage immer 30 Sekunden anspannen und dann entspannen. Klingt sehr simpel. 30 Sekunden anspannen, 10 Minuten entspannen, finde ich einen ganz guten Kompromiss. Ja. Wichtig ist, dass ihr das immer wiederholt. Also alle 10 Minuten an diese 30 Sekunden nochmal drauf achten, ist mein Rücken schön gerade und dann wieder entspannen. Und die Rückenmuskulatur, die ist dann auf einem Level, die optimal ist von der Aktivierung. Die Rückenmuskulatur stützt dann entsprechend eure Wirbelsäule und auch Stöße zum Beispiel durch den Sattel oder durch das Fahrrad werden gut abgedämpft. Okay. Wandern wir vom Rücken weiter nach oben in den Bereich der Schultern und des Nackens. Was gibt es da zu beachten? Ja, das ist so auch mein Problembereich. Ich habe auch immer verspannte Schultern und ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ja, ein Problem ist, man hat die Schultern oft so angespannt oder wenn das Rad zu lang ist, dann muss man sich unglaublich nach vorne strecken. Das heißt, die Schultern gehen dann nach vorne. Also wichtig ist, dass dann hier die Position wieder stimmt, die Länge nicht zu groß ist und dann kann man die Schultern zurückziehen. Macht das mal ganz aktiv, auch auf dem Rad, die Schultern zurückziehen nach unten und dann auch ganz entspannt die Schultern halten. Dieselbe Übung auch, 30 Sekunden mal darauf achten, richtig schön mit den Schultern spielen, in eine gute Position bringen, wo ihr euch wohlfühlt
und dann wieder entspannen für 10 Minuten. Klingt auch sehr simpel. Wandern wir noch weiter hoch in den Bereich des Kopfes. Was gibt es da zu beachten für eine gute Haltung des Kopfes auf dem Fahrrad? Ja, wenn man natürlich keine richtige Oberkörperhaltung hat, dann ist oft die Kopfhaltung auch nicht gut. Ein anderes Problem ist gerade bei Rennradfahrern, durch die tiefe Position muss man den Kopf sehr, sehr weit überstrecken. Dadurch hat man oft auch Kopf- und Nackenprobleme. Das kann hinführen bis zu Kopfschmerzen. Also versucht den Kopf nicht zu hoch zu halten, also wenn ihr jetzt gerade weit vorgebeugt seid, dass ihr den Kopf zu hoch nehmt, sondern schaut so ein bisschen nach unten, dann ist hier die Wirbelsäule auch etwas gerader. Wenn ihr dann mal weit schauen wollt, könnt ihr da hinten in die nächste Kurve gucken, aber ansonsten reicht es, wenn ihr so einen nahen Blick habt und dann zwischen lang und nah pendelt, also mal ein bisschen runterhalten und dann wieder nach oben, sodass ihr dann auch lang schauen könnt. An der Stelle sei gesagt, Verkehrssicherheit hat natürlich oberste Priorität, also immer so gucken, dass ihr selbst nicht gefährdet werdet und natürlich auch niemand anders gefährdet. Aber ansonsten probiert das gerne aus, guter Tipp. Vielleicht sucht euch einfach mal eine abgelegene Stelle, ein Waldstück oder sowas, wo ihr das problemlos ausprobieren könnt. Ja, und diese Muskulatur, die bewegt wird, die wird einfach besser durchblutet und dadurch bleibt ihr auch länger fit und das fühlt sich komfortabler für euch an. Gut, wandern wir vom Rücken, Schultern, Nacken, Kopfbereich nach vorne in den Arm- und Handbereich. Was gibt es da zu beachten? Das ist ja, viele von euch kennen das ja wahrscheinlich, auch ein sehr großer Problembereich. Das heißt, ich habe Druck in der Handinnenfläche, meine Hände schlafen ein, die Finger kribbeln. Was gibt es da zu beachten? Ja, das ist für ganz viele auch ein Problem, gerade wenn man zu aggressiv auf dem Rad sitzt, das heißt, der Sattel möglicherweise zu weit vorne ist, die Position zu gestreckt ist, dann hat man zu viel Gewicht vorne auf den Händen. Wir haben ja die Episoden gezeigt, wo man die richtige Radeinstellung hat. Ganz gut ist es natürlich, wenn man ab und zu mal umgreifen kann, wie bei diesem Trekkingrad. Da kann man einmal hier auf die Griffe greifen, dann kann man hier die Beins greifen. Und du hast jetzt einen Rennlenker in der Hand, da geht es eigentlich noch viel, viel besser. Genau, da habe ich ja auch grob 3 Positionen. Ne? Einmal Oberlenker, dann hier Bremsgriffe, die sind jetzt natürlich nicht montiert, und der Unterlenker. Ja, man sieht schon, dass du die Hände mal in einer anderen Position halten kannst, die Hände dadurch anders belastest und, was auch passiert, du hast natürlich eine andere Oberkörperhaltung und eine andere Kopfhaltung und dadurch wird die Muskulatur immer wieder anders belastet und das ist natürlich sehr, sehr komfortabel. Deswegen, der Rennlenker ist eigentlich ein sehr komfortabler Lenker. Passt natürlich nicht an jedes Fahrrad, aber probiert es einfach mal aus. Ansonsten, falls ihr einen geraden Lenker habt oder einen Lenker mit Erhöhung, ergonomische Flügelgriffe mit den Bar-Ends bewirken schon sehr viel. Kann ich so bestätigen, fahre ich auch sehr gerne. Und ansonsten, was mir auch immer hilft, dass ich einfach mal die Finger zwischendurch bewege. Ja, wie so ein Pianist. Genau. Ja, das scheint in den Genen der Rheinländer zu liegen. Ne? Der Beethoven aus Bonn, ich aus Köln. Ja, ich würde sagen, dann hören wir bald ein Konzert von dir. Ja, bloß Klavier spielen kann ich halt noch nicht. Ach, ne? Aber okay. das wird wahrscheinlich noch. Also eher nicht, aber mal gucken. Gut, wandern wir weiter zum dritten Bereich, zu den Beinen. Was gibt es da zu beachten? Ja, man würde ja denken, der Oberkörper, das ist das, was die Haltung ausmacht. Das stimmt auch im weitesten Sinne. Aber auch die Haltung der Beine und der Füße ist natürlich ganz wichtig, damit ihr die Kraft richtig auf das Pedal bekommt, auf der einen Seite, aber auch, damit ihr keine Knieschmerzen bekommt, weil das ist ja auch gar nicht so selten. Oder einschlafende Füße. Also, achtet darauf, dass ihr hier die Knie immer schön in einer Linie haltet zwischen Fuß und Hüfte und nicht so nach innen oder nach außen zeigen. Weil dann habt ihr eine gleichmäßige Belastung im Gelenk und dadurch könnt ihr Beschwerden im Knie oder auch in den Füßen verhindern. Okay. Dazu haben wir ja auch schon 1, 2 andere Folgen gedreht. Falls euch das näher interessiert, guckt mal in die Folgen zum Thema der Fittingboxen rein. Da erklären wir euch das ein bisschen genauer mit Hilfe der Fittingbox. Kim, ich glaube, wir sind soweit durch. Wir haben die 3 Kontaktpunkte, Sitzbereich, Rücken und so weiter. Den Kopf haben wir noch. Arme, Hände, Beine, Füße. Gibt es sonst noch was zu sagen? Hast du noch einen letzten abschließenden Tipp? Ja, also Basis ist natürlich die richtige Radeinstellung. Dann arbeitet ihr an eurer Haltung. Das könnt ihr wirklich bei jeder Ausfahrt machen. Und falls das alles noch nicht reicht, dann würde ich wirklich anfangen, das Rad zu tunen. Mit ergonomischen Griffen, mit einem guten Sattel oder es gibt auch Dinge, die man an den Füßen machen kann. Vielen Dank dafür. Ja, fassen wir zusammen. Es liegt nicht nur am Fahrrad oder an den Anbauteilen, sondern vor allem auch an der eigenen Haltung auf dem Fahrrad, wie komfortabel oder effizient ihr Fahrrad fahren könnt.
Probiert es aus, arbeitet an eurer Haltung. Wichtig dafür oder unsere Empfehlung, die 30-10-Regel, das heißt 30 Sekunden in diese aktive Position reingehen, die Haltung zu verbessern, 10 Minuten entspannen, dann wieder 30 Sekunden in die aktive Position. Könnt ihr übrigens auch wunderbar an anderen Stellen ausprobieren, zum Beispiel wenn ihr einen Bürojob habt und viel auf einem Schreibtischstuhl sitzen müsst oder im Homeoffice seid, einfach da auch mal ausprobieren, bewirkt mitunter Wunder, habe ich gehört. So, falls euch das Thema interessiert hat und gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr sonst Ideen, Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns wie immer gerne unten in die Kommentare oder aber als E-Mail an info@bikeergonomics.com. Wir sind raus für heute. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüss und bleibt uns treu.